Hey, willkommen. Hallo. 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 Mhm. Hallo. Hallo zusammen. Ja, dieser Wake Me Up Song von Avicii und Friends, das darf uns ja auch an etwas erinnern. Und zwar nicht nur, dass es Hoffnung gibt für den menschlichen Zustand, sondern eben auch auf die Notwendigkeit der Vergebung und dies aus der Notwendigkeit herauszuerkennen, dass der Mangel an Vergebung nicht erlöst. Und die Einzigartigkeit im künstlerischen Ausdruck, die Geniehaftigkeit des Künstlers in jedem von uns bedarf die Vervollständigung der Vergebung. Und natürlich lernen wir, dass wir, dass wir nicht wirklich zurückkommen müssen in Raumzeit für etwas, wenn wir den Moment zulassen, in dem auch Vergebung für uns vollbracht wird und ein vollständiges Loslassen geschieht von der Geschichte. Und bevor ich noch ein bisschen einsteigen möchte auf die Geschichte von Avicii, I'm Dim, ne? Danke dir, Christiane. Die Empfehlung, diese Produktion übers, über seine Biografie, weiß nicht, wo es sonst noch verfügbar ist, aber es ist auf Netflix, ist Herzens, ja, möchte ich dir auch ans Herz legen. Und wenn wir einsteigen mit dieser Einleitung zur vierten Wiederholung, dann werden wir in ein paar Sätzen genau das hören, weshalb es so notwendig ist, dieses Vollbringen unserer Funktion, dieses Vervollständigen der Vergebung, auch unter der Führung von einem, der den Weg bereits vorgegangen ist, uns anzuvertrauen und diese Führung zuzulassen, dass du, ich, wir uns an den Geist
an den auferstandenen Geist von Christus Jesus wenden, hat natürlich alles mit unserer eigenen Vergangenheit zu tun. Aber weil dieser Geist eins und singulär ist, kann er natürlich in jeder Ecke des Geistes, in jeder Tradition, in jeder Gesellschaft, als was immer für eine Figur, Namen oder Tradition gefunden werden. Aber dieses Anvertrauen an seine Führung, an die Führung dessen, der die Gesamtheit der Transformation selbst als Körper im Traum demonstriert, ist nicht nur eine Notwendigkeit, sondern er löst uns buchstäblich aus der Angst, aus der der Geist als Ego-Geist natürlich wahnsinnige Szenarien erfindet. Es ist durch dieses Anvertrauen an ihn, dass wir immer ausgerichtet werden und damit in der Ausrichtung den Weg nach Hause gehen können. Und wenn ich für mich selbst mir das anblicke, anschaue, kann ich nur sagen, gutes Karma gehabt oder Glück gehabt in einem Moment, das zuzulassen. Und wenn ich das nicht zugelassen hätte, wüsste ich auch nicht, in welchen Sphären des Geistes ich mich jetzt befinden würde. In der Einleitung zu diesen Wiederholungslektionen, die ja mit der Vergebung beginnen, dieser vierten Wiederholung, nennt er es direkt beim Namen als mangelnde Vergebung, die diesen Gedanken, mein Geist birgt nur, was ich mit Gott denke, aus seinem Bewusstsein aussperrt, sagt er. Es ist der letzte Satz des zweiten Absatzes. Und dennoch ist und bleibt dieser Gedanke, dass unser Geist nur das birgt, was wir mit Gott denken, ewig, auf ewig wahr. Und er geht dann gleich darauf ein, wie wir das in unserem Üben entgegnen können, diesen Mangel an wahrer Vergebung und was sich da darunter sorgsam verbirgt, diese vielen Formen, aber weil sie Illusionen sind, wird nicht wahrgenommen, dass sie nur das sind, was sie sind. Abwehrmechanismen. Abwehrmechanismen gegen die Wahrheit. Abwehrmechanismen, Mechanismen, die unseren unversöhnlichen Gedanken davor schützen, gesehen und erkannt zu werden. Wenn wir Fortschritte machen wollen in diesem Kontakt mit Gott, hin zu einer Gewissheit dessen,
wer wir sind, was in uns ist, welche Gaben wir aus unserem Innersten geben können, dann geht es hier darum, diese Gedanken aufzudecken und dem Heiligen Geist zur Läuterung zu übergeben. Ihr Zweck ist, dir etwas anderes zu zeigen und die Berichtigung durch Selbsttäuschungen abzuhalten, die gemacht sind, um an ihren Platz zu treten. Dein Geist jedoch birgt nur das, was du mit Gott denkst. Deine Selbsttäuschungen können nicht an den Platz der Wahrheit treten. Genauso wenig kann ein Kind, das einen Stecken in das Meer wirft, das Kommen und das Gehen der Gezeiten ändern, des Wassers wärmer werden durch die Sonne, den Silberglanz des Mondes auf ihm in der Nacht. Und wenn wir uns ein bisschen ansehen, die bereits sich dafür interessiert haben auch, ja, wie war denn das im Leben von Avicii, von diesem jungen Mann aus Schweden, der als Genie der Musik zu Beginn der 2000er Jahre gefeiert wurde, weil er auch eine Musikrichtung mit ein paar anderen als annehmbar und populär gestalten konnte, weil in seinem Geist sich etwas eröffnete, der etwas eröffnete, das, was er gesucht hat und gewünscht hat, letztendlich auch auf der weltlichen Ebene erfüllen konnte. Nämlich er nannte es auch eine zeitlose Musik zu machen. Eine Musik, die nicht der Zeit entspricht und kommt und geht, sondern zeitlos dasselbe vermitteln kann, dasselbe auslöst. Und jeder, der sich hineinfühlt in, in diese Kunstwerke, die er nicht nur selbst vollbrachte, sondern in erster Linie zusammen mit anderen Künstlern, die zu ihm gekommen sind, die ihn gebeten haben, zu produzieren, das, was sie als Lyrik geschrieben haben oder als Melodien vorbereitet haben. Aber er hatte die Gabe, Melodien so auszurichten, dass das Produkt, was rauskam, eine Zeitlosigkeit vermitteln konnte. Und das ist, was wir Liebe nennen. Und wenn du siehst auch in diesen Musikfestivals, die es ja auch nach wie vor gibt und auch andere nach seinem aus Raumzeit rausgehen im Jahr 2018 in dem Sinne weitergeführt haben, kannst du noch immer herausfühlen, dieses Ja zur Liebe. Und es kommt noch ein Aspekt hinzu, der durch jede Kunst die Zeitlosigkeit zum Ausdruck bringt, mitschwenkt. Nämlich nicht nur, dass wir berührt werden, in dieser Einladung Ja zur Liebe zu sagen, sondern auch, dass wir ein Ja dazu geben, von der Liebe aufgehoben zu werden. Dass alles, was Begrenzung aufweist, durch die Liebe ersetzt werden darf.
Und wie es halt am Weg nach Hause sich präsentiert, ist halt auch, dass es nicht nur nach außen geht, für die Welt und für alle anderen, sondern zu uns selbst zurückkommt, zurückkehrt und ja uns einlädt, dies zuzulassen. Und das ist natürlich eine andere Sache. Es ist eine andere Sache, dies für uns selbst zu erlauben, dass es uns vollständig aufhebt. Und da kommt wieder die Notwendigkeit der Führung, der Ausrichtung mit des Meisters Geist rein. Weil wenn es nicht zu dieser Beschleunigung mit in der Verbindung mit seinem Geist kommt, dann wartet der Geist, dass die Liebe kommt. Dann ist es ein Ausdruck auch einer Verzweiflung, als ob die Liebe noch nicht da wäre. Dann sucht dieser Geist nach wie vor in allen Ecken, wo er sie finden kann und wo er in Frieden sein könnte. Und das bringt uns normalerweise zu irgendwelchen Formen und Methoden der Meditation. Und Avicii hatte schon in seiner Kindheit und Jugendzeit, als er noch gar nicht mit Musik sich voll eingelassen hatte, obwohl er sehr früh begann, hatte er diese Anxiety-Attacken, hatte er Schwierigkeiten mit Angstanfällen. Ja, das ist, was Anxiety ist. Ne? Und das wusste auch sein Umfeld, ob es seine Familie, seine Eltern, die ihn vollständig unterstützt haben. Und er hatte ein ganz großartiges äh, Aufwachsen mit ihnen in diesem Rahmen. Und trotzdem hat er das mitgebracht oder war es eben, was er in seinem Hiersein sich anschauen und transformieren, umwandeln, der Vollständigkeit der Vergebung verwenden durfte, würde ich sagen. Und wir wissen ja, obwohl nicht total 100% die Details verfügbar sind, weil er auch allein war. Es wird in der Welt als Selbstmord bezeichnet, wie er hier rausging. Aber wenn wir die Geschichte ein bisschen genauer uns ansehen, was da passierte mit ihm in der letzten Zeit, dann bekommen wir auch eine ganz andere Perspektive davon. Er wurde natürlich durch seine Genialität der Musikkunst zu einem super Künstler und wurde natürlich mit all diesen Herumreichen und Konzerten und alles, was er war in dem Sinne auch, wurde beschrieben, dass er den ganzen Tag aktiv war zu kreieren musikalisch und in dem Sinne ein Workaholic, ein Arbeitssüchtiger auf der Ebene gewesen ist. Und das Interessante ist ja, dass selbst wenn wir spüren den Wert und die Gabe, die daraus entsteht, wenn der Geist nicht trainiert wird, dies so handhaben zu können,
wo in diesen Momenten des Stillseins, des vollkommenen Rückzugs aus der Welt, die Welt loszulassen, sein zu lassen und wirklich nur zu sehen, dass da nicht gar nichts anderes da ist als die Liebe selbst, als das Sein in Gottes Geist, dann kommt es natürlich zu, zu Problemen im Ausdruck, in der Handhabung, weil es zu Stress wird. Er konnte, das wussten auch alle, er konnte nicht gut mit Stress umgehen. Und der Stress hatte sich natürlich verstärkt aufgrund dessen, wie erfolgreich er war. Er ist dann im 2016, also 2 Jahre bevor er von hier ging, ist er vollständig ausgestiegen aus diesem Karussell der Musikproduktion und Konzertegebens und hat versucht, hier etwas zu eröffnen für ihn. Er war weiterhin aktiv für sich selbst, aber er hat nicht mehr mit diesem Vertrag und diesem Druck weitergearbeitet. Und es kamen dann auch erst später und jetzt noch in diesen Jahren gibt es Veröffentlichungen, weil er zu dem Zeitpunkt, als er von hier ging, hatte er 200 Stücke, die er bearbeiten wollte, die Professionals sagen, dass es bessere Werke waren als die überhaupt vorhin schon veröffentlicht waren und voll eingeschlagen haben. Also in der Genialität es noch übertroffen haben. Nun, was sein Zugang zur, zu dem, was wir dann verstehen, dass ein spiritueller Zugang praktiziert wird oder sich eröffnet über Meditation, über einen bewussten Kontakt mit etwas, was eben ähm, nicht mehr mit der Welt oder mit der wahrnehmungsobjektiven Wirklichkeit zu tun hat, war, dass er sich, dass er TM, transzendentale Meditation, zu üben begann. Und es ist nicht, also mir ist nicht bekannt, unter welcher Führung er dies gemacht hat oder ob er es einfach selbst äh, durch bestimmte Kontakte von Freunden eben oder in einer Gruppe begonnen hat zu praktizieren. Aber wollte es verwenden, um sich von diesen Angstattacken befreien zu können, um den Stress reduzieren zu können. Bevor er das machte, war ein Pillenabhängiger. Man hatte ihn natürlich rumgereicht, weil er auch zuerst hat er überhaupt nichts getrunken, dann war er exzessiver Alkoholiker, ist halt die Geschichte auf der Ebene, ne? War im Spital, Entzündung der Pankreas. Und dann hatte man ihm diese Schmerzpillen gegeben, ne? Also diese Oxycodon-Sachen, opiumhältig. So, er wurde abhängig davon. Das ist noch dem Umfeld aufgefallen und er hat dann auch zugestimmt, um Hilfe zu bitten und konnte sich in dem Sinne mit dieser Hilfe auch, auch verändern und seinen Zustand stabilisieren, beziehungsweise auch begann mehr und mehr Verantwortung zu übernehmen darüber, was seine Situation insgesamt ist. Aber wie auch seine Eltern im Nachhinein erklärten, er hatte immer Schwierigkeiten, er hatte immer gestruggelt und sich abgemüht mit Glückseligkeit, glücklich sein, mit der Bedeutung selbst, der wahren Bedeutung, Bedeutung des Lebens. Und an dem Punkt hatte er dann beschlossen, okay, ich gehe jetzt
den Weg und mache es mit der transzendentalen Meditation. Was aber passierte, und ich spreche, das sind jetzt bereits die letzten Tage, äh, obwohl er das ziemlich lange praktizierte, er hatte Freunde im Oman, ja, also im arabischen Oman. Und da ist er dann auch auf Urlaub hingeflogen und war mit Freunden auch dort und hat aber in diesen letzten Tagen seine transzendentale Meditation so intensiviert, dass er nicht nur über Stunden, sondern den ganzen Tag über in der prallen Sonne meditierte und nichts getrunken, nichts gegessen und auch nicht mehr dann gesprochen hat. Also er hat es ins Extrem praktiziert. Und was immer das in ihm ausgelöst hat, es hatte auf jeden Fall mit dem Problem, dass er über lange Zeit über diese Unfähigkeit, Stress zu bewältigen. Und die mit ihm waren, die haben alle gesagt, dass er am Tag davor oder dass er zu der Zeit eigentlich in einem guten Spirit war. Äh, er hat also auf der Ebene der Wahrnehmung Selbstmord verübt, was auch bewiesen ist, aber nicht veröffentlicht wurde, dass er auch zu der Zeit begonnen hat, mit psychedelischen Drogen zu experimentieren. Und er hat nicht nur den Naturstoff von Ayahuasca verwendet, sondern auch den synthetischen Stoff. Warte mal, wie heißt das schnell? DMT heißt so abgekürzt. Ne? Und dieses DMT heißt, ich habe es hier, Dimethyltryptamin. Ja? Was das aber auch macht, wenn man da sich hineinliest oder darüber weiß, äh, es kann sehr wohl Unvorhergesehenes Ausdruck, also Verhalten auslösen. Ne? Durch die Veränderung des Bewusstseins können riskante und gefährliches Verhalten eigentlich ganz unwissentlich, so wird es beschrieben, getriggert werden. Und also es wurde ja für längere Zeit, wurde ja gar nicht veröffentlicht, was da passierte. Ne? Aber er hat sich letztendlich mit Scherben einer Flasche selbst geschnitten. Und er war allein und ist so rausgegangen. Aber seine letzten Sätze waren, und ich habe sie mir rausgeschrieben, das Ergießen, das Ausgießen der Seele ist die letzte Anhaftung, Attachment, die letzte Anhaftung, bevor sie wieder neu startet oder beginnt, Restart. So in dem Sinne hat er etwas zum Ausdruck gebracht, dass wie er halt Leben verstanden hat von einem Kommen und Gehen und offensichtlich in seinem Geist war ein Neustart attraktiver als die Vollendung aus der mangelnden Vergebung heraus, die Vollendung der Vergebung, die wir jetzt lehren. Und dieses Beispiel, auch wenn ich es so breit trete und genauer für mich als Beispiel halte, motiviert mich, wirklich hinzublicken, wo es noch mangelnde Vergebung gibt und die Notwendigkeit, dem wirklich volle Aufmerksamkeit zu widmen, weil wir letztendlich nicht mehr neu starten wollen. Und das, was die Seele ja wirklich ist ja ewig. Da ist kein Beginn und kein Ende. Da ist auch kein Neustart oder Neubeginn.
Aber wo immer wir uns treffen, dies offensichtlich in seinem Bewusstsein, in seinem Geist, wollte er es dann wissen. Mit derselben Leidenschaft, mit derselben Energie, mit der er als Künstler so erfolgreich geworden ist, wollte er letztendlich dann auch seine spirituelle Realisierung, ja, entweder machen oder zumindest äh, dirigieren. Und das geht aber nicht. Das muss dem Meister überlassen werden. Und dafür bedarf es das Vertrauen in einen, der erkannt wird, der den Weg zur Gänze bereits vorgegangen ist. Und wie ich es in vielen meiner Sessions immer wieder herausstreiche, das Einzige, was das Ego will, ist unsere Zustimmung zum Tod. Und es ist nur der Meister, das ist Christus selbst, der dem entgegnet. Nichts in der Welt wirst du finden, was dem wirklich entgegnet, dieser Zustimmung zum Tod. Die Welt wird letztendlich, egal von welcher Warte es betrachtet wird, zwar alles unterstützen, was Alternativen zum Tod irgendwie demonstriert, aber letztendlich würde es sagen, letztendlich müssen wir alle sterben. Und nur der Meister sagt, aber ich nicht und du auch nicht, weil es unmöglich ist. Und wenn unsere Liebe ausgeht, sich ausdehnt und mit dem Geist von Avicii, von Tim, da gibt es ein Interview und da haben sie mal gefragt und das hatten sie dann zum Titel gemacht von dieser Aufnahme, wer bist du? Und er hat immer gestruggelt, weil er wollte nicht wirklich Avicii sein, sein Künstlername, ne? Weil sein Name Tim war. Und dann hat er auch gesagt, I'm Tim, ich bin Tim. Und natürlich war er auch nicht Tim. Aber das ist, was der Meister aufzeigt. Du bist weder Avicii noch Tim. Ich zeige dir, wer du wirklich bist. So, fühl dich frei, dein Mikrofon zu öffnen und was in deinem Geist ist, zu teilen. Und dann können wir uns das weiter reflektieren. Danke für deine Aufmerksamkeit und dein Hiersein. Okay, Erika? Okay. I don't know if it's a question, it's just a share. Maybe Ich I'm weiß nicht, looking ob for es eine some. Frage ist oder sonst es wird einfach nur ein Teilen sein. So I find in the sessions recently the topic of murder, suicide, people in the hospital, serious surgeries is coming up. Was ich vorgefunden habe in den letzten Sessions, an denen ich teilgenommen habe, ging es um Mord, um Selbstmord, um Spitalsaufenthalte, um all diese tragischen Ereignisse. And I don't even know how to articulate this, but something tells me like not to go
into it too much, where there's pain, and just stay where it feels like light. Und ich weiß gar nicht, wie ich das wirklich artikulieren sollte, weil ein Teil meines Geistes sagt mir, dass ich da gar nicht reingehen sollte, sondern einfach nur im Licht stehen bleiben sollte. Because I have this little sense that if the reality or false reality of these things were really in front of me, I would be absolutely freaking out, devastated to think of this. Weil wenn ich sehe, wie sich das präsentiert und diese Verleugnung wirklich ich reinlasse, dann fragt es mich aus. Dann, But then I guess what's going on my mind lately is I don't feel the need, like I want to go into that suffering as much lately. Like I'm okay to just see, like, let's just see what comes into my sphere for real. I don't need to pull myself into the suffering for some transformational purpose. ich Am brauche I mich making any nicht für sense? irgendeinen transformativen Sinn und Zweck in das Leiden hineingehen. I don't know if I'm making sense here. It's like, I guess I feel like I'm becoming sort of removed in a way, but it also feels good. Ich, And I ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber ich habe so das Gefühl, als ob ich da wie wegbewegt werde davon. And I question whether I'm really accepting these concepts or just kind of staying removed. Und ich Anyway. frage mich, ob ich diese Konzepte wirklich akzeptiere oder einfach da weg, weg von dem Problem, ob das wirklich ist. Should I answer you to that, or do you wanna add something more? No, that's it. Yeah. Okay. So, ich glaube, da gibt es nicht wirklich eine Wahl in Wirklichkeit. Zu glauben, wir hätten da eine Wahl, ist bereits Verleugnung und eine Ego-Perspektive. Wenn ich glauben würde, ich hätte eine Wahl, nicht reinzugehen in eine Geschichte, dann bin ich eigentlich schon in der Abwehr. Dann verteidige ich mich schon aktiv. Weil Ideen, die sich im Geist präsentieren, die kommen, wenn wir bereit sind, dass sie sich zeigen dürfen, weil sie ja nicht von außen kommen, sondern bereits in unserem Geist sind. Und in dem Sinne öffne ich mich ja nur, dass sie jetzt nach Hause gehen dürfen, dass sie jetzt in der Korrektur das Licht, das dahinter sich verbirgt, sich zeigen darf. Und weil es keine guten und schlechten Geschichten gibt, sondern nur eine Geschichte, die unsere eigene ist. Es ist deine Geschichte. Du siehst, du warst jetzt aktiv in der Umwandlung der Geschichte von Avicii, die anscheinend ein Devavan präsentierte. Aber in Wirklichkeit ist alles nur in deinem Geist erinnert worden, rekapituliert worden und jetzt auch der Wahrheit übergeben worden. Und du warst ein ganzer Teil davon. In der Tat hast du deine Geschichte erzählt. Ich habe meine Geschichte erzählt. Und wenn wir keine Unterschiede mehr machen, welche Geschichte eine gute Geschichte ist zu erzählen, weil ich jede Geschichte zu einer Geschichte des Erwachens erzählen kann, des Erwachens meines Geistes,
gibt es keine Geschichte mehr, die das Leiden repräsentiert. Auch wenn ich zu Beginn da beginne, wo wo der Trennungsgedanke noch lebt, wo das Drama sich noch zeigt des menschlichen Daseins, wo die Verleugnung noch da ist, wo der Geist krank ist. Aber letztendlich ist ja der Geist, der sich nicht im Jetzt an die Liebe Gottes erinnert, krank und braucht Hilfe. Und wie die Hilfe angenommen wird, ist ja nur wieder die Frage, bin ich bereit, mich von ihm führen zu lassen? Und wenn die Antwort darauf ein Ja ist, dass er, der Meister, Christus, mich führen darf, dann habe ich nichts mehr dazu zu sagen. Dann ist das nicht mehr meine Wahl, zu sagen, ja, aber diese Geschichte darfst du mir nicht erzählen, weil das gehört ja in die Kategorie des Leidens, sondern ich muss lernen zu vertrauen, dass jede Geschichte, die er mir anbietet, mich nach Hause geleiten wird und mir das Licht meiner Verbindung mit Gott zeigen wird. Und wenn wir daran Zweifel haben, dann brauchen wir uns nur so weit hineinfühlen in die Geschichte. Das ist wahre Empathie, Einfühlung, dass ich sehe im Gefühl, dass es tatsächlich meine eigene Geschichte ist und dass ich es bin. Und da beginnt etwas im Herzen zu passieren, das zuerst eigentlich peinlich ist, fast unerträglich ist. Da heulen wir wahrscheinlich gemeinsam, wie wir es heute auch gemacht haben. Eigentlich haben wir, so wie Uschi es noch da zeigt, ich habe auch geheult in meiner Seele, ne? Aber es öffnet sich in, in das, was letztendlich nicht sterben kann, was Leben ist. Es öffnet sich im Erkennen in der Geschichte von Avicii, wer er wirklich war und jetzt ist. Und das ist die Erinnerung daran, wer ich bin, wer du bist. Und da bleibt nur Liebe übrig. So, was war dann die Geschichte? Sie war rein ein Mittel zum Zweck, um mich neu zu öffnen. Und dann steht nur die Frage im Raum, willst du das oder willst du es nicht? Das ist, was Neugeburt ist. Bin ich bereit, in diesem Setup meine Neugeburt zu erfahren? Oder möchte ich noch mir selber sagen, wie es gehen soll? So, da ist große, keine große Sache dahinter. Aber es ist eine klare Antwort darauf, dass wir, wenn wir den Weg mit ihm gehen, da wirklich sehen, dass wir die Gesamtheit unseres Geistes gewillt sind zuzulassen und nicht mehr für uns wählen wollen, was gemäß dem ist oder besser geeignet wäre dafür. Nein, alles ist in meinem Geist. Es zeigt sich in meinem Geist. Meine Antwort ist Dankbarkeit. Danke, dass ich es jetzt in meinem Geist zu Licht umwandeln darf.
Und da ist jede Geschichte zu Ende erzählt. Ja. Und wenn wir nur uns das Gefühl anschauen und die Gedanken dieser Gefühle, dann spüren wir eine Zufriedenheit in uns, auch wenn die Geschichte eine harte Geschichte war. Aber da ist etwas, was total still in uns jetzt ist und in Frieden ist. Ich kann nur vertrauen, schreibt Marianne im Chat. Genau. Und das kam auch in dieser Dokumentation zum Ausdruck, das wurde mehrmals erwähnt auch, wo Avicii selbst ein junger Mann, ne, ist ja ein ganz junger Mann, und er hat immer dann zum Ausdruck gebracht, was er wirklich möchte. Also als es schon auch so auf den Punkt kommt, da ist ja mehr da und diese Suche intensiviert wurde, ne? War diese, hat gesagt, dann auch innere Zufriedenheit. Das wäre das Höchste, was er finden möchte. Und das ist ein Unterschied zwischen einem erfolgreichen Künstler, der sozusagen mit seinen Produkten zufrieden ist oder sieht, wie erfolgreich sie sind, eine innere Zufriedenheit, weil da erkennt der Geist erst, dass es nichts hinzuzufügen gibt. Da ist es vollbracht, wie Jesus sagte. Danke, ganz wichtiger Aspekt. Ja. Wer möchte noch etwas sagen? Okay, ich glaube, dann haben wir es heute auf dieser Ebene mit ihm betrachtet und wir verabschieden uns noch mit einem Song. Etwas anderes. Ja. Speranza.